Hallo, liebe Gesangsinteressierte. Bei einem Workshop im Frühjahr 2016 zeigte sich, dass die wenigsten Keyboard-Spieler sich mit unserer Vokalistenabteilung im Keyboard schon mal näher auseinandergesetzt haben. Vielleicht auch deshalb, weil das Thema ziemlich komplex ist. So reifte danach in mir der Entschluss heran, Vokalisten-Grundeinstellungen herzustellen, mit der Sänger und Sängerinnen ohne große Vorkenntnisse die Gesangsmöglichkeiten unserer Keyboards ausschöpfen können. Vermutlich würde ich mich ohne Vocal Harmony noch heute nicht trauen, vor Publikum zu singen. Denn ich bin leider nicht mit einer besonderen Singstimme ausgestattet und treffe auch nur einigermaßen die Töne. Hier eine kurze, ganz trockene Kostprobe. La 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 la. Schon damals im Jahr 1998 beim PSR 8000, dem ersten Yamaha Keyboard mit Vocalist, gab es kaum Vocal Harmony Grundeinstellungen für weibliche Singstimmen. Und so bastelte ich schon damals meine eigenen. Diese wurden dann für die Folge-Keyboards immer wieder optimiert und begleiten mich seit damals in immer wieder verbesserter Form. Von dieser inzwischen 18-jährigen Erfahrung profitieren Sie heute, auch wenn ich immer noch nicht besser singen kann. Aber vielleicht ist es ja für Sie interessant, was man aus so einer Singstimme doch noch rausholen kann. Bitte nicht persönlich nehmen, aber eins liegt mir wirklich am Herzen. Und das ist Ihre Selbsteinschätzung bezüglich Ihrer Singstimme. Manch einer trifft weder die Töne, noch hat er eine angenehme Klangfärbung in seiner Stimme. Hier kann kein Vokal-Paket der Welt helfen, auch nicht eins von Soundwonderland. Als ich die neuen Vokal-Pakete herstellte und erstmals mit 2 unterschiedlichen Singstimmen testete, war schnell klar, dass es für jede Stimmlage ein eigenes Paket geben muss. Denn die optimalen Choreinstellungen für einen Tenor klingen für einen Bariton oder einen Bass eher scheußlich, weil die Chorstimmen ja in der falschen Tonhöhe singen. Und Frauen und Männer brauchen auch noch wegen ihrer Stimmfärbung andere Einstellungen. Deshalb gibt es ein extra Paket für Mezzo Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass. Wenn Sie unsicher über Ihre Stimmlage sind, lade ich Sie jetzt kurz ein, es herauszufinden. Die meisten von uns haben etwa 2,5 Oktaven Spielraum, in dem Sie einigermaßen bequem die Töne singen können. Singen Sie jetzt bitte die Töne nach, die ich spiele, und merken Sie sich den untersten und obersten Ton, den Sie noch einigermaßen entspannt singen können. Doch Vorsicht, dass Sie auch ganz sicher in der richtigen Oktavlage mitsingen. Das kann natürlich Ihr Ergebnis gewaltig verfälschen. Und jetzt singen wir nach oben, auch hier den Ton gut merken. Und jetzt kommt die Auswertung. Wenn Sie diesen Umfang haben, plus minus etwa einem Ton, singen Sie mit einer Bassstimme. Dies hier ist ein Bariton. Und hiermit sind Sie ein Tenor. Jetzt kommen die Damen, zuerst mit der Altstimme. Und jetzt der Mezzo Sopran. Und die höchste Gesangsstimme, der Sopran. Ehrlich gesagt, ich war erstaunt bei diesem Test. Dachte immer, ich sei ein Sopran. Ja, so kann man sich täuschen. Wer nach dem Test immer noch unsicher über seine Stimmlage ist, dem biete ich als Schutz vor einem Fehlkauf einen kostenlosen Test an. Schicken Sie mir dazu einfach ein paar kurze, ganz trocken aufgenommene Gesangsschnipsel, dann finde ich das optimale Voicepack für Sie raus. Hatten Sie eigentlich Mühe, eben die richtigen Töne zu treffen? Dann ist Ihnen diese Fähigkeit wahrscheinlich nicht in die Wiege gelegt worden. Und es ist sehr fraglich, ob Sie dann nicht zuerst ein Gehörtraining absolvieren sollten, bevor Sie zu singen beginnen. Denn Singen hat zuerst mit dem Hören zu tun. Und Ihr Chor wird nicht sauber singen, wenn Sie die Töne nicht treffen. Und mit dem Ergebnis werden Sie dann vermutlich auch nicht zufrieden sein. Hier noch einige wichtige Punkte. Mikrofon und Mikrofon-Kabel. Viele Musiker, die ich kenne, kommen sehr gut mit dem Shure SM58, dem Shure Beta 58
oder einem Mikrofon aus der Sennheiser Evolution-Serie zurecht. Yamaha empfiehlt Mikrofone mit Supernierencharakteristik und einer Impedanz von 250 Ohm. Bei einem unpassenden Mikrofon und lauten Umgebungsgeräuschen eiert sonst Ihr Vokalistenchor. Hier hilft am besten wohl ein Test und die Beratung beim Musikhändler, falls Sie unsicher sind. Auch sollte das Mikrofon vom Klang her zu Ihrer Singstimme passen, damit Sie gute Ergebnisse bekommen. Was ebenfalls unterschätzt wird, das Mikrofon-Kabel kann einen Einfluss auf den Pegel haben. Hier eventuell auch mehrere vergleichen. Lautstärke und Eingangspegel vom Mikrofon. Mic Gain sollte maximal auf 1 Uhr stehen, damit es nicht übersteuert wird. Und im Volumen wurde bei unseren Einstellungen grundsätzlich der Standardwert 100 genommen. Der Equalizer im Mikrofonsetting und die Abspeicherung dieser Werte. Wir können nicht wissen, ob Ihre Stimme hoch oder tief, piepsig und schrill oder eher rund und basslastig ist. Allein davon hängt es ab, wie Sie den Equalizer fürs Mikrofon am besten einstellen. Beispielsweise mit basslastigen Stimmen hat es der Vokalist eher schwer und er wird insgesamt mit den Standardwerten ziemlich dumpf klingen. Hier sollten Sie also im Equalizer besser etwas Bass wegnehmen. Es gibt leider keine einheitliche, optimale Grundeinstellung für alle. Das ist wie mit Ihrer Kleidung, die passt auch am besten Ihnen. Um dem Vokalisten die Arbeit zu erleichtern, sollten Sie unbedingt links unten im Mikrofonsetting den Vocal Type passend zu Ihrer Stimme einstellen. Tiefe oder sehr laute oder rührende Männerstimmen nehmen die Einstellung Low. Mid ist für die mittenbetonten Singstimmen und High ist für die Damen oder für alle, die besonders nah am Mikrofon singen. Wer einen besonders großen Tonumfang hat, stellt Full ein. Die Einstellungen im Mikrofonsetting werden global abgespeichert, also nicht in Registrierungen oder einzelnen Vokalisteneinstellungen. Ich habe für die Vocal-Einstellungen des Alt-Packs, also für die Damen, die Standardwerte des Equalizers genommen, also die, die man mit dem Drücken jeweils beider Equalizer-Tasten bekommt. Bevor Sie jetzt hier aber etwas verändern, sollten Sie zuerst Ihre aktuelle Einstellung sichern. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn Sie etwas umstellen und dann Ihre seitherigen Werte nicht mehr wissen. Zum Sichern drücken Sie hier rechts auf User Memory und speichern Ihre aktuelle Einstellung mit Save ab. Insgesamt werden diese eigenen Effekteinstellungen, wozu ja auch die Mikrofoneinstellungen gehören, in den sogenannten User Effects als Backup gesichert. Diese Backup-Sicherung finden Sie unter Function, Utility, Systemreset und dann User Effect Files. Auf meiner Keyboard-Festplatte habe ich mir dafür extra ein Plätzchen eingerichtet, wo ich solche Dateien abspeichern kann. Und zwar Hauptordner System und Unterordner User Effects. Hier drücken Sie die Taste Save und speichern Ihre eigenen User Effects einfach unter einem eigenen Namen ab. System Reverb. Der System-Reverb, also der global einzustellende Hall, wird automatisch mit Styles oder MIDI-Files aufgerufen. Falls aber die von uns eingestellte Halltiefe nicht zu Ihrem Musikstück passt, also zu wenig oder zu viel Hall, einfach in der Mixing-Konsole auf der Effektseite beim Mikrofon das Rädchen rauf oder runter drehen. Wenn man mit Vocal Harmony im Duo singt, warum singt dann die zweite Stimme immer wieder falsch? Auch bei den Trio- und Quartetteinstellungen kommen diese falschen Töne vor, nur fallen sie dann nicht mehr so auf. Tja, die Aufgabe, eine realistische Zweitstimme zur eigenen automatisch zu erzeugen, wenn man nur Akkordangaben hat, ist eigentlich kaum umsetzbar. Warum dies? Vocal Harmony weiß zwar, aus welchem Akkord ein Chor gebildet werden soll, aber nicht, in welcher Tonart ihr Musikstück geschrieben ist und welche Tonfolge die Melodie hat. Eine Melodie besteht ja üblicherweise nicht nur aus Akkordtönen, sondern auch aus den Tönen dazwischen. Und genau darin liegt das Problem. Sehen wir uns mal ein bekanntes Volkslied an. Die Melodie kennen Sie bestimmt.
Wie würden Sie jetzt die zweite Stimme dazu singen? Vermutlich im Abstand einer Terz oder einer Sechsten, also so. Diese zweite Stimme bewegt sich in unserem Kulturkreis meist parallel zur Melodie. Bei Vocal Harmony hüpft jetzt aber die Zweitstimme von Akkordton zu Akkordton, weil es die Töne dazwischen nicht zuordnen kann. Das hört sich musikalisch nicht gerade schön an, ist aber in der chordalen Einstellung leider nicht zu ändern. Die einzige Abhilfe ist eine andere Akkordsteuerung. Diese bekommen Sie mit der Registrierungsbank 12, denn damit spielen Sie die Töne, die der Chor singen soll, auf den Tasten. So hängt es dann nur davon ab, ob Sie die richtigen Töne spielen, während Sie singen. Hierzu noch ein paar Tipps. Wenn Sie mit den Einstellungen von Bank 12 gleichzeitig singen und spielen, sollten Sie die Instrumente der rechten Hand leiser machen oder vielleicht sogar ganz ausschalten. Die Oktavlage vom Chor und den Instrumenten der rechten Hand können Sie mit den Oktavknöpfen zusammen verschieben. Aber in der Mixing-Konsole können Sie die Oktavlage der Instrumente auch unabhängig vom Chor verschieben. Wie viele Chorstimmen soll denn Ihr Chor singen? 2, 3 oder 4stimmig? Wir können das nicht wissen. Abhängig davon sollten Sie aber mit den Panoramareglern eventuell dafür sorgen, dass die Singstimmen im Stereo-Gleichgewicht sitzen. Dazu Direct Access und den Vocal Harmony-Knopf drücken und die Panoramawerte anpassen. Sofern Sie nur ein Duo singen wollen, sollten Sie entweder nur die erste Registrierung der 12. Bank nehmen oder darauf achten, dass Sie die gespielten Töne nicht aneinander binden. Denn sonst flattert die zweite Chorstimme im Stereopanorama ständig hin und her. Falls Sie ein Chorspezialist sind und Herausforderungen lieben, singen Sie die erste Stimme und spielen auf den Tasten aber niemals genau den Ton, den Sie gerade singen. Damit bekommen Sie klanglich und im Chorsatz das beste Ergebnis. Falls Sie sich eins unserer Vokal-Pakete kaufen, werden Sie sich bestimmt fragen, wie Sie die Vokalisteneinstellungen in Ihr seitheriges Programm einbauen können. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist, sich aus unseren Vokaleinstellungen Eigene Vocalisten User abzuspeichern. Dazu rufen Sie eine unserer Vokaleinstellungen auf, drücken auf die VH-Typ-Select-Taste und gehen dann nach rechts auf die User-Seite und speichern mit Save die Einstellung unter einem beliebigen Namen ab. Ich schreibe hier also jetzt mal den Namen. Und jetzt kommt das Icon. Okay, okay. Und da ist die neue Einstellung jetzt. Sie sehen, bei mir gibt es da schon jede Menge Eigenes. Ihre so abgespeicherten Vokalisteneinstellungen können Sie jetzt beliebig in Ihre persönlichen Registrierungen einbauen.
Genauso wie die Presets von Yamaha. Eine andere Möglichkeit, wenn Sie keine Userplätze herstellen wollen, sondern direkt unsere Vokaleinstellungen auf Ihre Registrierungen übertragen wollen, arbeiten Sie mit Freeze. Freeze heißt ja festfrieren und damit können Sie unsere Vokaleinstellungen festfrieren und anschließend auf Ihre Registrierungen übertragen. Das geht so. Zuerst muss Freeze vorbereitet werden, dass klar ist, was überhaupt festgefroren werden soll. Dazu drücken Sie die Direct Access-Taste und Freeze. Und jetzt machen Sie alle Häkchen raus, bis auf VH Mic. Dann klicken Sie die Vokaleinstellung an, die Sie auf Ihre Registrierung übertragen wollen, und drücken anschließend die Freeze-Taste. Damit halten Sie die aktuelle Mikrofoneinstellung fest, zu der natürlich auch der Vocalist gehört. Und jetzt gehen Sie zu der Registrierung, die Sie mit diesen Vokaleinstellungen ergänzen wollen, und tippen sie an. Und jetzt machen Sie eigentlich das Gleiche, was Sie sonst auch machen bei der Abspeicherung. Sie drücken Memory und diesmal passen Sie auf, dass nicht nur Style und Voice und Tempo und so weiter angehakt sind, sondern unbedingt auch das Häkchen fürs Mikrofon. Und zum Schluss wird wie immer dann die Registrierungsbank mit Save OK Yes End abgespeichert. Wer sich mit Registrierungen und Freeze ein bisschen auskennt, der wird sich hier nicht schwer tun. Allen anderen empfehle ich, sich eigene Einstellungen im User des Vokalisten abzuspeichern. Okay, zum Schluss noch dieses. Das Thema Vocal Harmony und Vocoder ist sehr komplex und ich habe zig Anläufe genommen, um Ihnen möglichst leicht verständlich die Unterschiede zeigen zu können. Das, was Sie in unserem nachfolgenden Produktvideo hören werden, können Sie in einem sehr ausführlichen PDF-Dokument nachlesen. Unter dem Video und auch in unserem Shop bei den Vocal Packs finden Sie den Link dazu. Jetzt aber viel Spaß beim Reinhören und Ausprobieren. Tschüss! A big hello to the singers amongst us. During a workshop in the spring of 2016, I noticed that hardly any of the keyboard players were familiar with the vocalist section of their keyboard. Maybe that is because this particular topic is pretty complicated. It was this observation that had me decide to produce bass settings for the vocalist so that singers can make full use of the vocal possibilities without having to get into the details and fiddle around with it for days. If it wasn't for the vocal harmony on my keyboard, I would be terrified to sing in front of an audience. Unfortunately, my natural voice is not made for singing, and despite of all my practicing, I still don't hit all the notes spot on. Let me give you an example. La 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 la. Even back in 1998, when the first Yamaha keyboard came out that had a vocalist, the PSR 8000, I didn't have much choice in terms of vocal harmony settings for female vocals.
So I began to fiddle around with my own vocalist bass settings back then already. Those I improved and optimized with all the subsequent keyboard versions over time, so they became quite a bit better over all those years. Now, 18 years later, I would like to pass my experience on to you. Not that I have become a better singer, mind you. Don't take the following personal, but it is a point that is close to my heart, and that is your own judgment with respect to your singing voice. There are lots of people that simply can't sing the right notes or just don't have a nice sounding voice. To fix that, there is no vocal pack on this planet that can help. Not even one by Soundwonderland. While I was producing the new vocal packs, I tested them with 2 different singing voices. And I realized quickly that I have to create a separate vocal pack for each different pitch level. This is so because the optimal choir settings for a tenor sound rather terrible for a baritone or alto, as the choir voices are singing in the wrong pitch. And there are different voice colorations between male and female voices which require different settings. This is the reason why we offer individual vocal packs for Mezzo Soprano, alto, tenor, baritone and bass. If you are unsure about your own pitch, let me show you quickly how you can figure that out. Most of us have about 2.5 octave range to play with in order to sing more or less comfortably. Now just sing the notes I am playing, and while doing so, remember which is the lowest and which is the highest note that you can sing comfortably. But important, ensure to sing the right octave, otherwise your results will be wrong. Okay, let's get started. Going down. Now remember what your lowest note is. And now we go up. Here you want to remember your highest note. Now let's go over the results. If your range is this, plus minus about a note, that means you sing with a bass voice. In this case, you sing with a baritone. Here you sing with a tenor. Now for us women, first the alto voice, then the Mezzo Soprano, and finally the highest singing voice, the soprano. When I took this test, I was totally surprised. I had always thought I'm a soprano. So easy to get fooled. If you are unsure about your pitch, I am able to test your voice for free to avoid a bad buy of a wrong vocal pack. Just send me some short and dry audio voice snips in which you sang your favorite songs in comfortable tone pitch. Only 2 or 3 bars per song is already enough. So I can check your voice together with voice packs and find out which suits best. But don't record the style, only your voice. By the way, did you just find it difficult to hit the notes spot on? If that is the case, then this means that probably you were not born into musical hearing abilities. For those situations, I recommend that folks first train their hearing before they start singing. Singing has mostly to do with hearing. If you can't hit the right notes with your voice, a choir will not sing well either. And if that happens, then you won't be happy with the results for sure. And here are a few important things. Microphone and microphone cable. Most of the musicians I meet do like the Shure SM58 and Shure Beta 58 microphones, and they also like the microphones of the Sennheiser Evolution series. Yamaha recommends microphones that have supercardioid capsules with an impedance of 250 ohm.
Using the wrong microphone in conjunction with noisy surroundings will cause your vocalist choir to oscillate. The microphone also needs to match with the sound of your voice in order to get good results. I recommend that you visit your local keyboard dealer if you are not certain what microphone will suit you best. Another item that tends to get neglected is the microphone cable. It will have a big impact on the volume. I strongly recommend to compare a few good quality cables. Microphone volume setting. The microphone gain should be set to 1 pm at most. And for the volume in our vocal settings, we always use the standard setting of 100. Equalizer levels in the mix settings and how to store them. I don't know what your voice sounds like, meaning high, low, harsh and screechy, or rather round, with lots of bass. Yet, this is what determines the equalizer settings for the microphone. With a voice that has lots of bass, the vocalist has a hard time adjusting and will sound pretty dull when used with the standard settings. So in this case, for instance, it is better to take the bass down a bit on the equalizer page. Unfortunately, there is no such thing as a generous setting that sounds good for everyone. So, no one-size-fits-all option here, I am afraid. Make sure to set the vocal type that fits your voice in the mic settings. This will make it easier for the vocalist. Men with deep or very loud, roaring voices should use the setting low. The mid setting is to be used for singing voices in the mid-range, and use high for female voices and for all those who like to sing particularly close to the microphone. If you have a very large range of notes you can sing, set it to full. Note that these settings are stored in the global settings and not in registrations or individual vocal preferences. For the vocalist settings of the alto package, I used the default values of the equalizer, so the ones you get if you press both buttons together. But before you go ahead and change things, make sure to back up your current settings. We cannot be held responsible if you change the settings and then don't remember how to revert back to the earlier ones. To save the current settings, press the mic settings button and then click to the right on User Memory. Next, store your settings using Save. All effects, including the microphone settings, are stored in the User Effects section. You will find these backup files under Function, Utility, System Reset, User Effect Files. I created a folder on my keyboard hard disk named System with a subfolder named User Effects. Store your own user effects in such a folder with Save and name the new file as you want. System Reverb. The global system reverb is activated automatically by style files and MIDI files. If the reverb depth we use in this pack does not work with your piece of music, what means it is too less or too much, simply go to the mixing console and adjust it on the effects page using the data wheel. If you sing in a duo in vocal harmony, why does the second voice produce wrong notes sometimes? You will find these wrong notes also in trio or quartet settings, but they are covered a bit with the notes of the other voices. It is hardly feasible to achieve an automatical, correct-pitched second voice if you only have chord informations. Why that? Vocal harmony has only an information about the chord that is played or recognized in a XG MIDI file. But it doesn't know the key of the song and which scales are sung in the melody. Usually, a melody doesn't contain only the notes of the chord, but also the notes between. And that is where the problem lies. Let's take a look at a well-known German folk song,
Hopefully you know the melody. How would you sing a second voice here? Probably in thirds or sixth intervals, like that. In our music culture, a second voice mostly moves parallel to the first voice. But with vocal harmony, the second voice jumps from chord note to chord note cause it doesn't know the melody line and so the notes between. This doesn't sound very nice, but it is not changeable in the chordal settings of vocal harmony. The only remedy is another chord management. You will get it with Registration Bank 12. Here, you play the notes on your keys that shall be sung by choir voices. So it is up to you if you play the correct keys while singing. La 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 la, la la la, la la, la 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 Let me give you some further tips about Registration Bank 12. If you play and sing same time, you should turn down the right voices level or switch them off. You can move the octave position of choir and right-hand voices together with the upper octave knobs. But in the mixing console, you can move the instrument octaves also separately from the choir. Again, Registration Bank 12. How many choir voices shall be sung? 2, 3 or 4? We cannot know that. Depending on that number, you should make sure that all choir voices are in stereo balance. So press Direct Access and the Vocal Harmony button and adjust the pan setting to the choir's needs. If you only want to sing in a duo, you should take the first registration of Registration Bank 12, or you should make sure not to bind the notes you play if the chord changes. Otherwise, the second voice will lose its place in the stereo panorama. It changes uncontrolled from right to left position and back. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. If you are a choir specialist and like challenges, sing the first voice, but never play the exact same note on your keys. So you get the best results with choir note positions. If you choose to purchase one of our vocal packs, you might ask how you can combine the vocalist settings with your own productions and performances. To do so, we have multiple options. The most simple option is to store our vocalist settings in your own vocalist user file. For that, just call up one of our vocalist settings, then press Vocal Harmony Type Select and go to the user page. Finally, save the setting under a name of your choice. Here I type the name. And now the icon. Okay. Okay. You see,
Here is my new vocal type. And as you can also see, I already have quite a few of them. Now you can use these custom settings with your own registrations, same as with the Yamaha Vocalist presets. Another option, if you don't want to use microphone user settings, but want to use our vocalist settings directly with your existing registrations, use freeze. With this function, you can freeze the actual vocal setting and transfer it to your registration. For that to work, you need to prepare a few things first that the freeze function knows what shall be freezed. Press direct access and then freeze. Next, remove all check marks except for the microphone and vocal harmony. Now you can call up our vocalist setting you want to transfer to a registration and freeze it by pressing the freeze button. Then activate the registration with which you want to use this vocalist setting. To save that, press memory and make sure that not only style, tempo, voices and so on are checked, but also microphone vocal harmony. Next, press the same registration spot again to make sure that this spot is now overridden by the new settings. Now you store the complete registration as usual. Leave the registration bank using the up button and save it with Save, OK, Yes. For those of you who are familiar with registrations and the freeze button, this will be very easy. For beginners, it is easier to store the vocal settings in the user section of the Vocalist. Okay, and at last but not at least, the topic vocal harmony and vocoder is pretty complex, and it took me many attempts to get this to the point where I can show you the differences in simple steps. What you hear on our product video is also documented in detail in a PDF file. You will find the link to this file just below the vocal videos and also in our online shop under vocal packs. Okay, have fun listening and playing around with it. Until next time. Tschüss! Wow.